Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen auch gleich mit Arbeiten anfangen. Vorher bitte kurz vorstellen. Ich bin Tanja Bangert, habe heute den Hip-Hop mitgebracht. Das ist ein 12-jähriger Trakehnerwallach von Hohenstein. Ausgebildet momentan auf Niveau MS, geht M auf dem Turnier und ich hoffe bald die nächste Klasse. Mein Name ist Thomas Bangert, ich habe die Escapada, genannt Erna, mit dabei. Erna ist ein 7-jähriges Vielseitigkeitspferd von Escudo 2 aus einer Lawless Crusader Mutter, geht gerade auf Niveau VL und steht jetzt gerade auf dem Sprung nach 1 Sterne CIT. Worauf es mir besonders bei den Sätteln ankommt und wo ich jetzt mich auch bei diesem Butterfly einbringen konnte, je mehr der Sattel eingetieft ist, je dicker hier Pauschen sind, je mehr der Reiter durch den Sattel in eine gestreckte Position gezwungen wird, desto mehr ist er in seiner Losgelassenheit eingeschränkt. Und das wollten wir durch diese Art von Sätteln, das ist jetzt ja auch ein Vielseitigkeitssattel, der gerne hier auch zur Dressur benutzt wird und wo die Reiter endlich mal auch die Möglichkeit haben, wirklich mit gewinkelten Knien zu reiten. Durch diese versetzbaren Pauschen, Tanja hat jetzt die Pausche auch schon sehr weit nach vorne gesetzt, um genügend Platz fürs Knie zu haben. Es gibt Pauschen in ganz unterschiedlicher Größe und Form. Das ist ein großer Vorteil und durch Klettverschluss kann man die also beliebig auswechseln und versetzen. Das ist einmal die Sache und dann die andere wichtige Sache für mich war, dass der Vielseitigkeitssattel sowieso, aber auch der Dressursattel mit kurzen Strippen für einen Langgurt vorgesehen ist. Ein Langgurt hat für jedes Pferd und den Reiter den Vorteil, dass es einmal beim Nachgurten alles einfacher geht, auch ohne einen Helfer von unten. Und zum anderen hat man festgestellt, dass bei Langgurten sich der Druck viel gleichmäßiger aufs ganze Pferd verteilt und es kaum zu Druckspitzen kommt, was also bei Kurzgurten sehr viel häufiger der Fall ist. Wie konnten Sie Einfluss nehmen auf die Konstruktion des Butterfly-Sattels? Ich wollte unbedingt auch, dass ein Vielseitigkeitssattel hergestellt wird. Weil also für mich das ein Anliegen ist, immer wieder die Leute wegzubringen von diesen modernen Dressursätteln, die sehr darauf ausgerichtet sind, den Reiter womöglich gestreckt und überstreckt hinzusetzen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Butterfly-Sattel gemacht aus reiterlicher Sicht? Wie unterscheidet er sich im Vergleich zu konventionellen Sätteln, die noch ein reguläres Kopfeisen haben? Also ich habe jetzt seit 1,5 Jahren solche Sättel immer in meinem Auto. Und was für mich vor allem schön ist, ich habe sie auf ganz verschiedenen Pferden probiert. Also von den verschiedensten Warmblütern mit den verschiedensten Exterieur, diese beiden Pferde, die ja auch total unterschiedlich sind hier, Friesen, iberische Pferde, Kaltblüter sogar, auch Westernpferde und Kleinpferde aller Art. Und das Interessante und Schöne ist eben, dass man eigentlich diese Sättel immer nur in der Größenabstimmung auf den Reiter, auf jedes Pferd drauflegen kann. Also das war mal schon mal sehr interessant. Und dann hatte ich ein richtiges Aha-Erlebnis mit einem Pferd, was einer Schülerin von mir gehört, was ein halbes Jahr außer Gefecht war, wegen einer Schultergeschichte. Der war richtig gestürzt gewesen. Und wie ich den das erste Mal wieder nach dieser Pause erlebte, mit seinem herkömmlichen Sattel, da ging er zwar einigermaßen, aber immer sehr begrenzt in seiner Schulterfreiheit. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal diesen Sattel auflegen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dieses Pferd spontan schon im Schritt sich anders bewegte. Vor allen Dingen natürlich bei Pferden, die vorher Sättel gewohnt waren, wie leider heute bei vielen Dressursätteln, mit solchen Vorgurtstrupfen. Wo ich immer das Gefühl habe, dass diese Pferde sich hinter der Schulter geschnürt fühlen. Und die fühlen sich viel freier mit diesem Sattel und wirklich wunderbare Erfahrungen. Herr Putz, Sie haben Ihren Reitschülern den Butterfly natürlich zum Testen gegeben. Welche Reaktionen zeigten sich hier? Für mich ist ja immer, steht das Pferd im Vordergrund. Und gerade bei Pferden, die mit ihrem vorhergehenden Sattel vielleicht nicht so zufrieden waren, waren eigentlich die Reaktionen der Pferde eigentlich ausnahmslos positiv. Für die Reiter war es manchmal eine Umstellung, selbstverständlich besonders für Reiter, die vorher vielleicht solche sogenannten Sitzprothesen ihr eigen nannten. Zumal ich ja immer Sättel habe, die also nicht diese große Sitztiefe haben und auch nicht diese dicken Pauschen. Und was beim Butterfly auch auf jeden Fall für die meisten Reiter erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist,
man spürt das Pferd noch besser. Das ist zwar an sich ein Vorteil, aber wenn die Reiter das nicht gewohnt sind, müssen sie sich natürlich dran gewöhnen. Heute nicht zu klein reiten, die Pirouette dann, weil der Boden recht tief ist. So, jetzt von F aus. Herr Putz, Sie haben es eben ja schon angesprochen, wie flexibel der Sattel ist. Wie sehen Sie die Aussage der DT Saddlery, dass man mit dem Sattel fast jedes Pferd satteln kann? Das kann ich nur voll unterschreiben. Und insgesamt würde ich gerne mit einem Satz schließen, den eine Schülerin, eine junge Tierärztin mal geprägt hat. Die hat gesagt, endlich mal ein Sattel, der mich nicht von meinem Pferd trennt, sondern mit ihm verbindet. Herr Putz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.